Hallihallo, witam i zapraszam zu einer neuen Folge Schlemmen mit Przemek. Heute am Karfreitag gibt es nichts Besseres, wie im Schwabenländle die Herrgottsbescheißele zu machen. Herrgottsbescheißele, schwieriges Wort, sind Maultaschen. Maultaschen, der Sage nach, wurden im Maulbronn erfunden. Das waren Mönche, die einfach genug von der Fastenzeit hatten und haben sie überlegt, wie kann man Fleisch essen. Und Fleisch, ja, ist ja das Hackfleisch in den Maultaschen, haben die einfach in den Nudelteig umwickelt und so sind dann quasi die Maultaschen entstanden. Also quasi die Menschen aus Maulbronn haben die Maultaschen und so ist ja auch der Name entstanden für die Maultaschen. Hier im Schwabenländle ist das so, dass jedes Haushalt, jede Hausfrau, jedes Restaurant, jeder, der ein bisschen kochen kann, hat sein eigenes Rezept für die Maultaschen. Und ich habe auch eins. Aber bei mir ist halt so, ich versuche die Maultaschen quasi nach meinem Geschmack zu machen und so einfach wie möglich. Ja? Und das möchte ich euch heute zeigen, so dass jeder, der auch nie gekocht hat, auch einfach die Maultaschen machen kann. Und dazu brauchen wir heute Hackfleisch, Lauch, Bauchspeck, einfach in Würfel geschnitten, Zwiebeln, die habe ich auch schon vorbereitet, die habe ich auch schon in Würfel geschnitten, Petersilie, Spinat. Ich habe einfach gefrorenen Spinat gekauft, ist auch lecker. Also meistens auch besser gefroren zu kaufen als frisch. Da ist auf alle Fälle frisch, wird ja schon gefroren. Warum gefroren, zeige ich euch nachher. Dann Eier, 10 Eier. Ich, im Schwabenländle sage mal Cleverle, habe ich einfach ein Vollei gekauft. Ja, das gibt es in guten Läden, in gut ausgestatteten Läden kann man ein Vollei kaufen. Das sind in so einem Päckchen 20 Eier. Somit spart man sich Platz und einen Aufwand, um das alles aufzuschlagen. Das sind ganz normale Eier, die schon aufgeschlagen sind. Dann brauchen wir dazu Brät. Brät habe ich auch schon fertig gekauft. Das kriegt man dann bei jedem Metzger. Brät ist einfach ein Hackfleisch oder Fleisch, das ganz fein gemahlen wird. Ja? Da gibt es so einen Mörser, das wird dann, da kommt da Fleisch rein, da wird so lange gemahlen und gemixt und gewolft, wie es einfach ganz fein ist. Da kommt noch ein bisschen Eis rein, dass es nicht gerinnt. Und das kann man dann beim Metzger kaufen und das kommt auch in die Maultaschen rein. So, und dann kommt das nächste, das ist Nudelteig. Man kann jeder selber entscheiden, wie es macht. Ich mit meiner 20-jährigen Berufserfahrung kann nur sagen, Nudelteig machen ist sehr schwierig. Das haben wir schon bei meiner ersten Folge beim Pirogen gesehen, wie schwierig das dann alles ist. Deswegen kann man auch gerne auf Fertignudelteig zugreifen. Ja? Und das habe ich auch gemacht. Ja? Und habe dann einfach Nudelteig aus der Kühldecke geholt. Der ist frisch, der ist lecker. Wir sehen nachher, wie einfach und wie schön dann die Maultaschen draus werden. Genau, und das brauchen wir alles. Dann brauchen wir ein bisschen Mehl dazu, Öl, übrigens Öl, ich vergessen in Esslingen, es gibt in keinem Laden 1 Liter Öl. Also wenn jemand weiß, wo man noch Öl kaufen kann, bitte mir sagen, dann fahre ich dann direkt hin und hole mal 2 Flaschen. Ja, und dann fangen wir an. Als nächster Schritt braten wir uns den Speck und die Zwiebel an. So, hier geht es weiter. Wie ihr seht, habe ich schon Wasser aufgesetzt für die Maultasche. Nachher zum Abkochen. Einfach warmes Wasser mit Salz oder mit der gekörnten Brühe. Bitte nicht im Wasser abkochen, sonst geht der ganze Geschmack der Maultaschen dann in die Brühe rein. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja den Geschmack in den Maultaschen behalten. Deswegen einfach ein bisschen Geschmack in das Wasser reinmachen. Dann brauchen wir den Topf. Da machen wir Öl rein. Nicht zu viel, ist teuer, aufpassen, gibt es nirgendwo. Dann kommt ja der Speck hier rein. So, und das lassen wir so ein bisschen vor sich hin braten. Was wir dazu noch brauchen, ist eine Schöpfkelle, eine Palette zum glatt schmieren von dem Teig und einen Pinsel. Für die Geräte gibt es nachher noch einen Link drunter. Also wenn jemand das nicht hat,
kann sie das nachher käuflich erwerben. So, und der Speck, der verläuft so ein bisschen hier in dem Topf. Und wir machen nebenbei hier am Tisch weiter. So, solange der Speck da vor sich hin ausläuft, bereiten wir uns noch 2, 3 Sachen vor. Wir brauchen Petersilie noch für die Maulaschen. Eine Blattpetersilie, die hacke ich hier ganz fein runter. So, die kommt dann in die Maulaschen rein. Setzen wir uns das auf die Seite. So, wunderbar. Und dann Lauch. Den Lauch schneiden wir in Streifen. Den brauchen wir auch in den Maulaschen nachher. So, jetzt muss ich mal die Regie fragen, ob ich schon eigentlich gesagt habe, was für Gewürze reinkommen. Glaube ich nicht. Es wird ja mit Nein beantwortet. So, dann brauchen wir zum Würzen von den Maulaschen nachher Salz, Muskatnuss, Majoran und Pfeffer. Mehr kommt da nicht rein. So, dann kann man wieder reinschauen, wie weit der Speck hier drin ist. So, wunderbar. Und zu dem Speck machen wir jetzt Zwiebel rein. Zwiebeln und den geschnittenen Lauch. Wunderbar. Und das lassen wir jetzt alles circa 10, 15 Minuten vor sich hin braten, dünsten. Nachher machen wir noch eine Kelle Flüssigkeit rein. Und dann haben wir eine der Grundzutaten fertig. Yeah, clap your hands, say it together. Eastern, southern Poland, everybody a chance to meet us, tune that rack, the chimney rack. So, und jetzt, wenn das so ein bisschen ein paar Minuten vor sich hin gebraten ist, dann nehmen wir und machen wir uns von der Brühe, die wir schon angesetzt haben, einfach 2 Kellen Flüssigkeit rein. Hoppa. So, und lassen das Ganze für ein paar Minuten vor sich hin köcheln, so dass die Zwiebeln und der Lauch weich werden. So, ihr seht ja, wie das hier so vor sich hin köchelt. Und jetzt kommt mein Stabmixer wieder zum Einsatz. Ihr wisst ja, letztes Mal hat es nicht funktioniert. Jetzt gucken wir, ob es funktioniert. Wunderbar. Es läuft. Für euch unten im Video Link, wenn jemand keinen Stabmixer hat, käuflich erwerben. So, und jetzt mixen wir das hier alles in dem Topf. So, und jetzt darf natürlich jeder selber entscheiden, wie fein er das mixt. Ja, es gibt natürlich auch noch einen Fleischwolf. Man könnte das alles durch den Fleischwolf durchlassen. Da lasse ich euch auch noch mal einen Link, wenn da jemand möchte. Ich mache so und dann püriere, mixe das einfach ganz fein. Man kann das grobe lassen, das in die Maulaschen ein bisschen gröber, fein machen, ganz fein pürieren. Dann ist es dann auch ein bisschen feiner. Da muss dann jeder selber entscheiden.
Aufpassen, das macht ein bisschen Sauerei. Sollte es dann noch nicht fein genug sein und trotzdem aber noch weiter gemixt werden und die Flüssigkeit wäre weg, einfach vielleicht noch mal eine Kelle von der Brühe noch rein. Und dann lässt sich das dann jetzt ein bisschen besser mixen. So, für mich reicht das jetzt. Im Grunde genommen, Kochen ist was Geiles, weil immer das Ergebnis als Koch kann man sagen, das muss so sein. Und da ich die Maultasche etwas grober möchte oder eher grober mag, reicht das für mich vollkommen. So, Mixer, du kannst jetzt auf die Seite. So, und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir haben kalte Eier, kaltes Hackfleisch und kaltes Brett, aber eine heiße Flüssigkeit hier im Topf. Und jetzt kommt mein Trick. Und mein Trick ist dieser gefrorene Spinat. Und den machen wir da rein in die heiße Flüssigkeit. Und jetzt passiert Folgendes. Spinat taut und die Flüssigkeit wird kalt. So, und das dann gemütlich vor sich hin rühren, so bis der ganze Spinat aufgetaut ist. Es dauert jetzt halt noch ein bisschen, weil wir das nach und nach da reinmachen. Genau. So, jetzt habe ich ungefähr, also 2 Kilo Spinat brauchen wir. Jetzt habe ich ungefähr 1 Kilo, ein bisschen mehr Spinat hier rein in die Masse. Die Masse, die ist jetzt kalt. Der Spinat ist schon fast alles wieder aufgetaut. Das sind so nur kleine Stücke noch. So. Und tun ihn dann jetzt in die Brühe, habe ich einen Sieb reingestellt und tun dann den gefrorenen Spinat, der noch übrig ist, und ein bisschen größere Stücke sind, einmal da rein. Weil wenn natürlich die Masse kalt ist und dann gefrorenen Spinat reinmache, dann geht das ja, taut das ja nicht auf. So, dann haben wir dann hier, kann man das so aus dem Sieb, aus dem Wasser rausholen. Dann abtropfen lassen ein bisschen. Und dann den aufgetauten Spinat auch da rein. Und nochmal alles vermengen. So. Sieht gut aus. So, das ist unser Spinat-Zwiebel-Speck-Ansatz für die Maultaschenfüllung. Und jetzt geht es weiter mit der Masse. Jetzt geht es weiter mit der Füllung. So, mein Spinat, zeige ich euch mal her, so, ist im Topf. Der ist jetzt tatsächlich kalt. Ja? Also man kann direkt gleich weiterarbeiten, ohne dass man jetzt irgendwie stundenlang warten muss, dass es abkühlt. Deswegen tun wir das auf die Seite. Und dann dürft ihr es natürlich auch selber entscheiden. Ja, wollt ihr das so grob lassen oder geht man nochmal mit dem Mixer 1-2 Mal rein und den Spinat auch noch ein bisschen klein zu machen. Aber wie gesagt, das ist ja alles nur Geschmackssache für jeden Einzelnen, wie er das so haben möchte. So, jetzt haben wir dann Hackfleisch hier. Jetzt kommt das Brät hier rein.
So, alles in eine Schüssel. Wunderbar. Dann kommt unsere Spinatfüllung. Einmal aus dem Topf da rein, da passiert jetzt nichts. Wunderbar. Das kann man auf die Seite. Und dann mit den Händen rein. Einfach sich trauen. Rein und vermengen. So, gibt es eine schöne Mischung. So, jetzt ist es grob vermengt. Da kommt die gehackte Petersilie rein. So, dann kann ich jetzt mal schön Hände waschen und dann würzen wir das ab. So, dann nehmen wir einen Esslöffel. Am besten immer auf den Esslöffel Salz drauf, nicht einfach so rein. Also 2 Esslöffel Salz rein. Weißen Pfeffer. Machen wir auch. Auf die Menge auf alle Fälle einen Esslöffel. Dann kommt Mayo ran. Auch schönen Esslöffel. Und Muskatnuss. Da wiederum Geschmackssache. Einen halben Löffel reicht. Oder so einen kleineren, nicht so hohen. So. Das kann man dann drin. Jetzt kommen die Eier zur Bindung. Und weiter geht's. Vorsichtig. Also, ich frage euch bestimmt, Gottes Willen, so eine Menge, so eine große Schüssel. Ja, also Maultaschen, das ist halt so eine Sache, die macht man jetzt nicht jeden Tag. Da ist tatsächlich zu viel Aufwand und zu viel Mühe und einfach zu viel Arbeit mit dem Maultaschen, dass es nicht einfach nur 1 oder 2 Maultaschen gemacht werden, sondern da macht man gleich einen Schwung. Die kann man, wenn die abgekocht sind, dann kann man dann entweder vakuumieren oder in so Gefrierbeutel reinlegen, portionsweise, und die dann in Gefrierschrank reinlegen. Die heben dann ein halbes Jahr locker. Da hat man dann quasi 2-mal in der Woche kann man sich Maultaschen machen. Ja, da gibt es ja unterschiedliche Variationen bei uns hier da gibt es ja die Original, ja, mit Kartoffelsalat, lauwarmen Kartoffelsalat. Schön aus der Brühe mit ein bisschen Zwiebelschmelz oben drauf. Dann gibt es ja die mit Ei, die gerösteten, die werden dann in Scheiben geschnitten, angebraten und dann einfach mit geklopftem Ei dann übergegossen und dann so schön angebraten. Und ich habe auch meine Lieblingsvariante. Ich nehme die Maultaschen dann immer, lege dann aufs Blech drauf, aufs Backpapier, mache dann ein paar schöne Tomatenscheiben drauf, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, dann schönen Käse zu überbacken und die kann man dann schön im Backofen schieben und überbacken. Noch ein bisschen Tomatensauce dazu oder ein bisschen Bratensoße, ja, auch vielleicht Kartoffelsalat, vielleicht Gurkensalat, was weiß ich, grünen Salat gibt es ja auch. Ja, wir müssen jetzt alles sagen, nicht, dass wir verklagt werden. Vom Kopfsalat zum Beispiel, dass wir es nicht erwähnt haben. So, ihr seht ja, es ist schon eine Menge. Man kann viel reden, wenn man hier einen Teig macht. Aber so langsam kommen wir dem Ende. Es sieht gut aus, ist alles vermengt.
Die Gewürze auch. So, das nächste wäre dann, sollte man das jetzt probieren. So, einfach sich trauen. Viele würden sagen, rohes Fleisch, rohes Ei. Aber wenn man weiß, wo das Fleisch herkommt, wo die Eier herkommen, wie frisch das ist, da kann man auch das probieren. Und ich muss euch sagen, da sind wir schon jetzt auf einem guten Weg. Für meinen Geschmack ein bisschen Pfeffer noch rein und ein bisschen Salz. Und dann ist es perfekt. Leute, das ist es perfekt. So, jetzt brauchen wir noch mal, also Salz wäre jetzt vielleicht noch einen halben Löffel noch. Pfeffer auch. So, und jetzt brauchen wir eine Bindung. Und die Bindung erreichen wir, indem wir also das ist ja, ich habe ein bisschen größeren Löffel, also es werden ja 4 Esslöffel Mehl noch reinmachen. Und dann das auch nochmal vermengen. Jetzt muss man natürlich gucken, wie das nachher aussieht. Vielleicht muss man nochmal eine reinmachen. Schauen wir mal. Das entwickelt sich. Kochen ist ja auch eine Entwicklung. Da muss man immer gucken, wie viel man tatsächlich braucht. Aber auf die Menge ja, da müssen nochmal 2 rein. Ich schreibe euch natürlich das alles ins Rezept rein. Da könnt ihr das dann auf die Menge dann natürlich dann auch selber anpassen. Man muss das immer vorsichtig angehen, ja? Also nicht das ganze Mehl auf einmal rein, sondern einfach mal reinmachen und dann gucken, wie tut sich die Bindung, wie funktioniert das. Und dann ist das bei euch vielleicht in Norddeutschland, bei der Höhenmeter vielleicht ganz anders wie bei mir hier im Schwabenländle. Da brauchen wir vielleicht dann nur 2,5 oder noch weniger. So, aber das dürfte dann soweit passen. Jetzt muss ich natürlich so ein bisschen das alles noch verbinden. Dann kann man das ja gut nochmal für 20 Minuten auf die Seite stellen. Und gleich geht es weiter mit der Füllung. So, während der Teig hier so ein bisschen vor sich hin steht, da saugt ja das Mehl, saugt da jetzt die Flüssigkeit. Ja, und ist das dann nachher schmierfähiger, machen wir uns eine Probe. Ja, wir wollen dann wissen, ob der jetzt das alles dann so richtig hebt. Das heißt, so ein bisschen, so ein kleines Knüllchen, ja, einfach in das Wasser hier reinfallen lassen und gucken, ob das auseinanderfällt oder wunderbar ist. So, jetzt machen wir eine kleine Pause, das zieht so ein bisschen vor sich hin und nachher holen wir das gleich raus. Wir haben uns hier die Probe reingemacht, das kleine Klößchen haben wir reingeschmissen und ihr seht ja, dass das jetzt hier oben schwimmt, also es ist wie beim normalen Knödel auch. Die Knödel gehen runter und sobald die gar sind, gehen die hoch. Und dann kann man ja gucken, also das haben wir gut gemacht. Unser Teig, also unsere Füllung, die Maultaschenfüllung, die hebt. Jetzt probieren wir das jetzt noch Ganze. So, Daumen oben, also ist ja jetzt drauf, also es hebt. Es sieht lecker aus. Jetzt probieren wir das Ganze. Achtung, heiß. Ja, kann man nicht meckern. So, jetzt haben wir Kamerafrau. Auch beide Daumen oben. Also, und jetzt geht's los. Jetzt machen wir die Maultaschen. So, ich zeige euch jetzt mal, was ich mit dem Teig gemeint habe. So, frisch ausgepackt. So, jetzt könnt ihr mal schauen,
ja, wie der Nudelteig hier vorbereitet ist von der Firma. Wunderbar. Den braucht man nur ausrollen und spart man sich tatsächlich stundenlange Arbeit, indem man hier einen Nudelteig so perfekt macht. Dann einmal hier abschneiden. So, und jetzt haben wir eine Rolle Nudelteig. So, dann kommen 2, 3 Kellen. Das ist natürlich auch jetzt wieder so eine Persönlichkeitsfrage. Wie will ich das haben? Will ich es dicker? Will ich es eher weniger fleischlastig? Dann nehmen wir eine Palette und kann man das ja verteilen hier. Ja, also Koch, ihr seht ja, da ist ja alles dabei. Maler, Maurer. Ja, man muss von allen so ein bisschen Geschick haben, sonst wird es nichts. So, ihr fragt euch jetzt, warum ich hier so ein bisschen Platz lasse, weil wir das hier einrollen wollen. So, also wichtig ist, dass die eine Seite der Maultasche, also von dem Nudelteig, immer frei bleibt. Ja? Und dann kann man das hier alles schön glatt nach hinten ziehen. Ja? Nicht zu weit, sonst passt das ja nicht drauf. So. Das Endstück kann auch ruhig frei bleiben. So. Wunderbar, also das reicht mir von der Dicke für das Stück. So, wunderbar. So, und wollen wir mal als Folgendes. Jetzt haben wir nochmal Eier, also das Vollei, einen Pinsel und dann pinseln wir das hier an der Seite schön mit Eiweiß und Eigelb. Ja, dann hier einmal in der Mitte. Ja, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. So, wunderbar. Und jetzt geht es ans Rollen. So, jetzt dürft ihr selber entscheiden. 2-mal, 3-mal, 4-mal. Ja, ich mache dann immer einmal. So, dann schön glatt machen. Ja, dass der Nudelteig schön drin liegt. So ein gerollte Maultaschen bei mir. Dann nochmal. Dann sollte die Maultaschen dann quasi am Ende von dem Hackfleisch liegen. Ja, dann schön drauf klopfen, so dass die Luft rauskommt. Immer rechts oder links, wie ihr wollt. Wenn ihr mal Kinder habt oder mal hattet oder für die zukünftigen Eltern, so hört sich das an, wenn man ein Baby auf den Popo klatscht. So, und dann die andere Seite nach oben und auch zudrücken. Und dann, wenn ich das jetzt hier runter mache, das seht ihr, wie das mit dem Eigelb hier sich verbunden hat. Dann auf die andere Seite, ja, umdrehen. So, und jetzt brauchen wir einen Kochlöffel. Da zeige ich auch mal einen Trick. Folgendes, nehmen wir einfach in die Mitte und drücken mal hier drauf. So, das ist die Mitte. So, und jetzt kann man entscheiden, wie groß man die Maultaschen haben möchte. So, groß, ja, einmal drauf drücken, 2-mal drauf drücken. So, versuchen in Richtung außen zu gehen, dass die Füllung sich nach außen drückt. So, und dann hätten wir da schon 2, 4, 6 Maultaschen und das gleiche machen wir in die andere Richtung. Ja, und dann haben wir dann schon die Maultaschen. So, jetzt geht es nicht ganz auf. Ja, das ist bei mir manchmal schwierig. So, aber dann werden wir da jetzt schon angehen und dann nehmen wir Messer oder einen Pizzaschneider und einmal hier durchschneiden. Ich mache lieber Pizzaschneider, weil das ist dann, das rollt so schön. Es geht ja mit Messer auch natürlich. Das ist jetzt die Chemex einfache Variante. So,
Und dann haben wir dann 2, 4, 6, 8, 10, 12 schöne Maultaschen. So sehen die aus. Und das Ganze packen wir jetzt ins Wasser. So, die Maultaschen kommen jetzt ins Wasser. Aus Erfahrung sage ich euch, versucht doch mal so ein bisschen so Wirbel zu machen, wenn ihr die Maultaschen da reinpackt. Dann kleben die ja nicht auf den Boden sofort. Ja, immer in Bewegung bleiben mit dem Ganzen. Das ist jetzt für mich ein bisschen ungeschickt, weil die auf der falschen Seite liegen. Ja, die Maultaschen. Aber einfach eine Bewegung, Kreisbewegung machen. Ganz vorsichtig, wenn die Maultaschen reinkommen. Dann bleiben die ja nicht sofort auf dem Boden kleben. Und können dann so. Das ist natürlich auch wieder so, je nach Topf, was ihr zu Hause habt. Vielleicht müsst ihr dann einfach mal öfters mal abkochen. Also für meinen Topf passt ja die eine Reihe. Das ist natürlich auch immer die Frage, wie lange die Reihe ist denn oder wie lange ihr das abschneidet. Also das müsst ihr einfach mal zu Hause auch mal ausprobieren. Ja. Einfach üben, üben, üben. Weil, was hat man denn gesagt früher? Übung macht den Meister. So, dann mit der Kelle so ganz vorsichtig unten am Boden fahren, dass nichts unten am Boden kleben bleibt. So. Und jetzt brauchen die Maultaschen ungefähr 10 bis 15 Minuten. Die köcheln dann und kommen dann hoch. Das ist wie den Knödel, wenn die fertig sind, gehen die hoch. East and South and Poland, everybody a chance to meet us doing that rag, the Chemek rag. Cause the evil little kid gets that you meet, oh, in alley in the street, doing that rag, the Chemek rag. Yeah, Chemek, 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 oh. Yeah, Chemek, Chemek. So, wunderbar. Ihr seht ja, wie die Maultaschen jetzt so oben schwimmen und vor sich hin köcheln. Also oben, wenn sie oben angekommen sind, 5 Minuten noch köcheln lassen und dann kann man die ja rausnehmen. So, ich habe da extra ein Blech mir besorgt, wo man die Maultaschen hier drauf machen kann. Schön abtröpfeln. So. Wenn ihr merkt dann, dass das Wasser auch in den Topf verkocht, dann natürlich schönes frisches Wasser nochmal nachfüllen und auch ein bisschen Salz reinmachen. Nicht vergessen, so dass immer Geschmack im Wasser drin ist. So, und jetzt probieren wir das Ganze und schneiden wir an. So, da sind unsere Maultaschen oder eher meine Maultaschen, die ihr dann gerne nachkochen könnt. Ich habe sie jetzt hier. Jetzt schneide ich das mal hier an, dass ihr auch seht, dass was geworden ist. So, wunderbar. Maultaschen mit Spinat. Wie gesagt, ihr könnt da selber entscheiden, wie fein ihr es haben wollt. Den Spinat fein schneiden oder fein mixen oder gleich nochmal einen kleinen und gemixten kaufen. Da gibt es einen so mit Blub, glaube ich, heißt es. Das kann man auch da reinmachen. Für mich reicht das heute vollkommen so aus. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Ich wünsche euch schöne Ostern. Bleibt gesund, passt auf euch auf. So Leute, nochmal schöne Ostern. Viel Spaß bei Eiersuchen. Ja, und wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch, empfehlen, weiterliken und guten Appetit. Euer Przemek. Bis zum nächsten Mal. Ciao. East and South and Poland, everybody a chance to meet us doing that rag, the Chemek rag. Cause the evil little kid gets that you meet, oh, in alley in the street, doing that
chimic rat. Yeah, chimic, 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 chimic.